Hallo, mein Name ist Sandra Groß und herzlich willkommen zum dritten Video meiner Serie Chakra Balancing. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und in diesem Video geht es darum, wie du eine Herausforderung in deinem Leben, deinen Chakren zuordnen kannst und dann mit einem einfachen Hilfswerkzeug der Farbatmung etwas in Bewegung bringen kannst. Bei jeder Heilmodalität ist es wichtig, dass du immer alle deine 3 Bewusstseinsebenen mit einbeziehst. Manche nennen das Unterbewusstes, Bewusstes und Überbewusstes, andere inneres Kind, innere Erwachsene und die inneren Eltern. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Religion, die die Dreifaltigkeit Gottes mit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist bezeichnet. Ich in meiner Philosophie nenne diese 3 Ebenen Unbewusstes, Bewusstes und Überbewusstes oder auch höheres Selbst. Das höhere Selbst ist unsere direkte Anbindung an unseren Schöpfergott. Wenn du ein Problem in deinem Leben angehst, dann ist es wichtig, dass du alle 3 Ebenen mit einbeziehst. Wenn du in einer meiner Heilsitzungen kommst oder auch mit mir mit dem Lebenstransfer oder der Biofeldtherapie arbeitest, dann schauen wir immer alle 3 Ebenen an. Für jede dieser 3 Ebenen gibt es unterschiedliche Methoden, diese ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du für dich selber herausfinden willst, welche Ebene energetisch schwach ist, kannst du einen Muskeltest oder einen Test mit einem Pendel machen. Ich demonstriere das mal an einem Beispiel für mich, meine Work-Life-Balance. Ich schaue, wo bin ich energetisch stark, auf welcher Bewusstseinsebene im Hinblick auf Work-Life-Balance und wo bin ich energetisch schwach. Beim Muskeltest, wenn ich energetisch stark bin, zum Beispiel bei der Aussage, mein Name ist Sandra, dann bleibt es zusammen. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Name ist Mickey Maus, dann kann ich das nicht halten und es geht durch. Also, ich schaue jetzt im Hinblick auf meine Work-Life-Balance, welche meiner 3 Bewusstseinsebenen sind schwach bzw. stark. Unterbewusstsein, Bewusstsein, höheres Bewusstsein. Okay, ich weiß also jetzt, meine Ebene ist das Unterbewusstsein. Ich habe also unbewusste Überzeugungen, die mich daran hindern, meine Work-Life-Balance noch optimaler zu gestalten. Jetzt zum Unbewussten. Es hält alle autonomen Funktionen aufrecht. Es verarbeitet Informationen, die es über die Sinnesorgane erhält und es speichert alle Erinnerungen. Das Unbewusste schützt uns auch vor vermeintlichen Gefahren. Das sind Erlebnisse aus der Vergangenheit, die zu unbewussten Überzeugungen führen, die in der Regel mit Schock und Angst verbunden sind und wo wir vielleicht ein Schuldgefühl mit uns herumtragen. Deswegen sind diese Erinnerungen und auch diese unbewussten Überzeugungen oft für uns im Alltagsbewusstsein nicht zugänglich. In einer Heilsitzung könnte ich dir helfen, diese Erinnerungen und unbewussten Überzeugungen ans Licht zu bringen und dann könnten wir diese verändern. Alles, was unbewusst ist und bewusst gemacht wird, kann man verändern. Hier in diesem Video zeige ich dir, wie du selbst dein Unbewusstes beeinflussen kannst. Und zwar mit Farben, Tönen und mit Licht. Und das geht über das System der Chakren. Unbewusste Überzeugungen werden auch repräsentiert durch die Chakren in unserem Körper. Und jede dieser Chakren ist eine Farbe zugeordnet und ein Ton. Ich mache vielleicht einmal ein anderes Video, welches Chakra, welcher Farbe und welchem Ton entspricht. Jetzt können wir wieder testen, wo die unbewusste Überzeugung oder Überzeugungen, die bei mir ein Problem für meine Work-Life-Balance darstellen, welches Chakra dem entspricht. Dazu mache ich wieder den Muskeltest und gehe die 12 Chakren durch, die ich aus dem Metatron-Farbheilungssystem von Amanda Ellis kenne. Ich mache das still, also ich mache das nicht laut und gehe die Chakren durch. Wieder im Hinblick auf Work-Life-Balance. Ich frage, welches Chakra ist bei mir energetisch stark? Und im Hinblick auf Work-Life-Balance, welches Chakra ist energetisch schwach? Das können eine oder mehrere sein. Also ich gehe alles durch. Okay, es ist das 5. Chakra gewesen, das Kehlkopfchakra. Also das hat mit
Wahrheit, meine Wahrheit aussprechen und mit Kommunikation zu tun. Und dem Chakra ist die Farbe Blau zugeordnet und G-Dur. Es könnten auch noch mehrere sein, aber so könnt ihr auch für euch herausfinden, eure Herausforderung, welchem Chakra das entspricht. Wenn du also herausgefunden hast, welche Chakren energetisch schwach sind, dann kannst du mit dieser Farbe, die zu dem jeweiligen Chakra gehört, und mit diesem Ton, dieser Tonart, die zu dem Chakra gehört, arbeiten. Bezüglich der Farbe kannst du dich zum Beispiel mit dieser Farbe umgeben. In meinem Fall mit dem Kehlkopfchakra weiß ich, dass es die Farbe Blau ist und ich könnte mich auf unseren Balkon setzen, in den Himmel gucken und meine Augen entspannen. Oder ich gehe am See spazieren. Ich könnte blaue Kleidung anziehen oder blaue Sachen essen, vielleicht eine Aubergine. Jetzt zeige ich dir die Farbatmung, die du selber tun kannst, um dein Chakra mittels Farbe in Balance zu bringen. Ich nehme als Beispiel Blau für das Kehlkopfchakra, aber falls du schon eine Farbe herausgefunden hast, die du benutzen willst, um eines deiner Chakren zu balancieren, dann kannst du eine andere Farbe nehmen. Setz dich also bequem auf einen Stuhl, erde beide deine Füße und schließe deine Augen. Fühle, wie deine Wirbelsäule sich gerade gen Himmel streckt und entspanne deine Schultern. Atme einmal tief ein durch die Nase und aus durch den Mund und lass alles los. Atme nochmal ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein letztes Mal ein durch die Nase und aus durch den Mund. Wir beginnen die Farbatmung, indem wir, wie beim letzten Video, zunächst mit weißem Licht unsere Schwingung erhöhen und lasse einfach weißes Licht durch dein Kronenchakra direkt von deinem höheren Selbst in deinen ganzen Körper und in deine Aura fließen. Lass das weiße Licht von oben durch deinen Kopf, durch deinen ganzen Körper, durch dein ganzes System fließen und insbesondere in das Chakra, wo du ein Ungleichgewicht festgestellt hast. Fülle dich mit weißem Licht und sieh das Chakra, das du in Balance bringen willst. Vielleicht siehst du dort dunkle Flecken oder hast eine andere Wahrnehmung von deinem Chakra, das nicht in Balance ist im Hinblick auf dein Thema, und lass dort einfach weißes Licht reinfließen. Als nächstes atmest du beim Einatmen die Farbe zum Ausgleich ein, in meinem Fall blau, hellblau, und bringst diese Farbe in dein Chakra, das du ausgleichen willst, ich in mein Kehlkopfchakra, und beim Ausatmen verteilst du das Blau noch weiter in deinem Körper. Beim Einatmen bringst du die blaue Farbe in dein Kehlkopfchakra und beim Ausatmen bringst du die Farbe weiter in dein ganzes System. Stelle auch sicher, dass überall, wo vorher vielleicht dunkle Flecken waren, jetzt die blaue Farbe ist. Und mache das weiter, bis du dich so richtig schön friedlich fühlst. Vielleicht kommen dir Gedanken, während du die blaue Farbe oder deine Farbe, mit der du gerade arbeitest, in dein System bringst. Oder vielleicht siehst du ein Symbol. Was auch immer das ist, mach dir eine mentale Notiz und schreib dir das später nach der Meditation auf.
Wenn du das Gefühl hast, dein Chakra ist ausbalanciert und die Farbe hat sich gut verteilt, dann bring deine Aufmerksamkeit wieder zurück in deine Füße, in deine Hände. Beweg vielleicht deine Füße und Hände wieder. Und wenn du die Augen öffnest, bist du wieder vollkommen im Hier und Jetzt, an diesem Ort, zu dieser Zeit und präsent. Diese Farbatmung kannst du dann für jedes Chakra machen, das aus der Balance war. Eine Anmerkung habe ich noch. Du kannst alle Farben in deinen ganzen Körper bringen, aber man bringt die Farbe immer als erstes in das Chakra, wo es dazugehört und das Ungleichgewicht ist. Und Rot würde ich nicht unbedingt in den Kopf bringen. Nachdem wir mit dem Unbewussten gearbeitet haben, mit Farben, können wir auch mit klassischer Musik mit dem Unbewussten arbeiten. Schau dir an, welche Tonart dem Chakra entspricht und dann kannst du dir ein klassisches Stück in dieser Tonart anhören. Ich könnte zum Beispiel ein Streichquartett von Dvorak in G-Dur hören, um mein 5. Chakra positiv zu beeinflussen. Das war die unbewusste Ebene. Jetzt kommen wir zur bewussten Ebene. Du kannst natürlich auch, indem du dich mit den Chakren, die aus der Balance waren, beschäftigst, bewusst positive Veränderungen aufschreiben, die du gerne in deinem Leben tun willst. Indem du es dir wirklich aufschreibst, wird das Ganze mehr zur Realität. Außerdem kannst du dein Überbewusstsein befragen, was du noch weiter im Hinblick auf deine Herausforderung tun kannst. Das habe ich dir im letzten Video gezeigt, wie du mittels intuitivem Schreiben deinem höheren Selbst direkt Fragen stellen kannst. Jetzt weißt du, dass du bei Herausforderungen in deinem Leben alle 3 Ebenen am besten ansprechen musst, das Unbewusste, Bewusste und Überbewusste, und wie du mit deinem Unterbewussten mit Farben und Tönen arbeiten kannst. Am besten, du machst dir eine Liste für alle 3 Ebenen, was du jeden Tag tun willst. Und nach einiger Zeit testest du, ob das Ungleichgewicht noch besteht oder ob sich etwas geändert hat mit denselben Methoden, die ich dir zu Beginn des Videos gezeigt habe. Ich hoffe, dir hat das Video gut gefallen und dass es dir gut getan hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und würde mich sehr über ein Like freuen oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Das hilft anderen Leuten, die diese Inhalte noch nicht kennen, das auch zu finden. Ganz herzlichen Dank und bis bald, deine Sandra.